In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir es geschafft haben, für einen Release, für eine EP vorab über 10.000 Pre-Saves zu sammeln und wie das am Release-Tag dazu geführt hat, dass wir über 19.000 Saves hatten an diesem einzelnen Tag. Und das Ganze haben wir dann auch nochmal mit einer anderen EP wiederholt, wo wir das ähnlich hatten mit 7.000 Pre-Saves. Und das Ganze aber nicht mit normalen, regulären Pre-Saves funktioniert, wie ihr das jetzt denkt, auch nicht mit irgendwelchen Lifetime-Pre-Save-Geschichten, sondern mit den Official Countdown-Pages von Spotify. Zuerst müssen wir einmal erklären, warum die normalen Pre-Saves aus meiner Sicht total irrelevant geworden sind. Dabei meine ich das normale Vorgehen, also ihr macht irgendwie eine Story, packt den Link in eure Bio rein und dann, also ihr habt den Link und ihr geht darüber, kommt dann auf diese normale Seite und dann steht dann hier so Pre-Save, Spotify und dann irgendwie Pre-Add Apple Music, was irgendwie keinen interessiert. Und dann kommt man auf so eine Autorisierungsseite, wo man dann im Zweifel nochmal seine E-Mail und sein Passwort eingeben muss. Ja? Und hier haben wir halt irgendwie Bounce Rates von 85-90%, weil das macht in der Regel niemand. So, das große Problem an diesen klassischen Pre-Saves ist, jeder suggeriert sie, jeder denkt irgendwie, es ist wichtig. Ja, vor allem große Labels sagen ihren Künstlern immer, hey, wir brauchen möglichst viele Pre-Saves. In der Regel wissen die Künstler selber nicht mal so genau, wofür die eigentlich da sind und die kleinen Newcomer-Artists schon gar nicht, aber sie machen das auch, weil es machen ja alle Großen. So, die meisten denken, dass wenn ich möglichst viele von diesen Pre-Saves, hier jetzt mal als Herzchen dargestellt, vorher gesammelt habe, dann merkt das sozusagen Spotify und das Kuratorenteam, von denen packte ich dann in Playlisten. Ja, das ist das, was die meisten Leute denken, warum man Pre-Saves machen kann. Die Wahrheit ist, nichts davon stimmt, weil Spotify das bei diesen herkömmlichen Pre-Saves vorher überhaupt gar nicht registriert. Warum? Weil der Save rein technisch erst Mitternacht ausgeführt wird am Release-Tag. Daraus entsteht jetzt aber auch schon gleichzeitig das nächste Problem, denn ja, wir haben Spotify und dann haben wir hier unsere Playlisten und keine Ahnung, hören halt normal Musik. So, und jetzt werden diese Pre-Saves hier an der Seite in eure Library geaddet. Wer von euch hat jemals schon mal dann diese Neuveröffentlichung abgespielt, außer vom Release Radar? Wer geht bitte 2 Wochen später in seine Saves rein und sagt, ja, stimmt, das war der Track, den ich da und da gepresaved habe. Das bedeutet, diese ganzen Pre-Saves, die sind mehr oder weniger nutzlos, weil sie kein Engagement erzeugen. So, ja. Das bedeutet, wir haben im Endeffekt sogar negative Signale für den Algorithmus, weil wir haben halt viele Saves, aber wenige Wiedergaben. Das ist so ein bisschen wie eine hohe Skip-Rate. Ja, viel Traffic, aber nicht über 31 Sekunden angehört. So, wollen wir nicht. Ja, was wir aber wollen, ist, dass viele Leute das safen vorab, Spotify es mitbekommt und wir am selben Tag dann auch noch die Leute abholen können, damit wir möglichst viel Engagement haben. Und dafür gibt es eine Lösung und die ist ganz einfach, nämlich die neuen Official Countdown-Pages von Spotify selbst. Das sind quasi diese Save-Pages, wo du das Artwork hast, den Titel, den Trackname und dann quasi von Spotify selber hier so ein Countdown, noch 3 Tage, 5 Stunden und 30 Minuten und dann kannst du das hier mit einem Klick direkt safen bei Spotify selbst, in der App, ohne Login, ohne irgendwas. Und das Geile daran ist, dass das tatsächlich bei Spotify im Team auftaucht. Dafür gibt es nämlich die Spotify Countdown Charts. Da müsst ihr mal bei Spotify for Artists auf den Instagram-Account gucken. Da gibt es wirklich wöchentlich so eine Global-Auswertung von den anstehenden Releases in Zukunft mit den höchsten Saves. Ja, wichtig zu betonen, die Countdown-Pages gibt es aktuell nur für EPs und Alben. Und du brauchst mindestens 5K Active Monthly
Listeners. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, wenn du diese Monthly Listeners nicht hast, dann solltest du so oder so über das Wort Pre-Save überhaupt gar nicht nachdenken, weil du keine Fans hast und es am Ende auch keinen interessiert. Wenn du das hast und eine EP und ein Album in naher Zukunft hast, kommt jetzt genau die Strategie, die wir hier fahren. Und da kommt so ein bisschen die Abweichung zu dem, was alle anderen machen. Und wie gesagt, wir haben das schon bei mehreren Releases jetzt gemacht und es funktioniert hervorragend. Und ich gebe euch gleich auch so ein paar Benchmarks mit. Also, das Geheimnis dahinter ist relativ simpel. Ihr postet ganz normal erstens organisch eure Reels auf Instagram und TikTok, macht ihr eure Promo, ja, postet da ganz normal eure IG Reels. Das sind Demos, Hörproben, Akustikvideos, klassische Performance-Videos. Alles, was ihr halt vorab ohnehin organisch macht, euren Track zu pushen. So, der nächste Step ist jetzt, dass ihr hergeht und diese Videos nehmt und bei Meta in eine Kampagne packt. Wir machen jetzt eine Ad-Kampagne und wir nehmen diese Videos, packen die in eine Kampagne, ganz normal. Und jetzt gehen wir auf einen Smart Link und das ist kein Pre-Save-Link, wie ihr es normalerweise machen würdet, sondern es ist ein ganz normaler Music-Link, wie wir ihn bei Songs so anbieten, mit Trackname, Artist-Name und nur einem einzigen Button, nämlich Spotify. So, und da steht nicht Pre-Save drauf, sondern ganz normal einfach nur Spotify. Und was jetzt passiert, die Leute hören den Track, hier wird auch nicht kommuniziert, Pre-Save mein Track oder so. Wir machen hier keine Werbung, wir kommunizieren das Wort Pre-Save überhaupt nicht. Ja, die Leute denken jetzt bei der Ad nämlich, in dem Call-to-Action-Button steht Listen Now. Die kommen auf die Page und alles sieht aus wie immer. Sie denken, der Track ist schon released, klicken da drauf und kommen jetzt aber direkt in die Spotify-App, ja, ohne Login, direkt kommen die in die App rein und sehen dann, okay, hier eben, wie gesagt, noch 3 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten und können dann das hier mit einem Klick pre-safen. So, das Schöne dabei ist, ich kann euch sagen, dass wir auf unseren Landingpages hier im Schnitt ungefähr 70 bis 80% Click-Through-Rate haben auf unseren Pages und das ist nämlich jetzt das Geile im Vergleich zu klassischen Pre-Saves, wir haben hier eine Save-Rate von ungefähr 30%. So. Mal höher, mal schlechter, aber 30% so ungefähr bei allen, die wir jetzt gemacht haben. Das heißt, wenn mein klassischer Cost per Conversion, Cost per Result in meinen normalen Release-Kampagnen bei, sage ich mal, phänomenalen 15 Cent liegt, ja, wenn ich wirklich eine starke Kampagne habe, dann wird mein Cost per Pre-Save irgendwie so bei 25 Cent per Pre-Save liegen. So, und das ist natürlich super, weil jetzt habe ich folgenden Effekt. Spotify sieht den Traffic vorher, die Leute werden am Release-Tag über eine native Push-Notification benachrichtigt und ich habe hohes Engagement am Release-Tag auf meinem Track, was dazu führt, dass der Track auch die Tage danach noch mehr im Release-Radar ausgespielt wird und ich einfach innerhalb der ersten 28 Tage ein viel höheres Volumen habe an Leuten, die auf den Track kommen, die den abspeichern, die den auch wirklich hören, was wieder algorithmische Relevanz bedeutet. So, dieses System hier basiert ja eigentlich jetzt darauf, dass man diesen umständlichen Modus, das muss den Leuten erst ihre Daten abknöpfen, damit ich das technisch vorautorisieren kann. Das fällt komplett raus. Man leitet die Leute seamless in die Spotify-App weiter und kann sich so relativ günstig vorher schon diese Saves holen. Das Ganze hat jetzt aber noch einen Effekt, den Leute vergessen. Und zwar, ich behalte einfach den Link, den ich mir erstellt habe, den ich dafür benutze, ja, weil hier ist ja nur Spotify drauf. Am Release-Tag füge ich die ganzen anderen Stores auf denselben Link hinzu und da ja quasi meine Meta-Werbeanzeigen bereits optimiert sind auf diesen Link, sagen wir songso/XY, ja, und ich hier schon, keine Ahnung, 2000 Conversions drauf habe, ist das Ganze ja schon optimiert. Ich muss keine neue Kampagne machen. Ich kann einfach am Release-Tag weitermachen wie bisher. Ich benutze dieselben Assets, bis sie halt von der Frequenz her durchgenudelt sind. Ich muss gar nichts umstellen. Ich habe schon eine performante Kampagne, bevor mein Release überhaupt rauskam, die schon komplett
Conversion optimiert ist, muss nicht in eine neue Lernphase zurück, weil ich muss ja die URL nicht neu austauschen. Dafür nehme ich einfach die Page, die ich schon habe und kann dann einfach die Winning Assets, ja, keine Ahnung, ich habe 5 bis 10 Ads vorher irgendwie getestet, kann in der Zeit neue Iterationen machen, neue Versionen davon machen und kann die dann theoretisch einfach nochmal in die Kampagne hinzufügen. Oder ich dupliziere das Ganze, habe dann halt wieder eine Lernphase, die ich aber relativ schnell finishen kann und spiele nochmal neue Zielgruppen an. Aber der Link bleibt der gleiche und rein theoretisch könnt ihr so, ja, wenn ihr bei der EP irgendwie, sag ich mal, einen Monat vorher anfangt, so wie wir das hier in ein paar Beispielen gemacht haben, könnt ihr es einfach durchlaufen lassen und könnt dann auch ab Release Day einfach auf der Kampagne draufbleiben, wenn ihr das machen wollt. Ja, also organisch ändert sich nicht viel, da könnt ihr einfach einen Countdown-Page-Link von Spotify nehmen. Wenn es aber darum geht, per Ads Presaves zu sammeln, dann benutzt unbedingt dieses neue System, vergesst diese herkömmlichen Presaves. Das Problem mit Lifetime Presaves, weil ich das jetzt immer wieder gefragt bekommen habe, ist folgendes. Auch hier wieder, sage ich mal, diese Bad Signals, die wir erzeugen. Ja, wenn wirklich die Leute von deinen Lifetime Presaves, die quasi automatisiert, ohne dass sie es wissen, jedes Mal dann neuen Track saven und den auch anhören, cool. Problematisch wird es dann, wenn die den Track halt gar nicht hören und du ganz viele Saves hast, die im Endeffekt tot sind. Deswegen probiert auf jeden Fall die Strategie aus. Spotify Countdown Pages. Wie immer gilt, der Content entscheidet, der Song entscheidet. Es kann auch sein, wenn eure Creatives schlecht sind, wenn die Kampagne insgesamt nicht performant ist, dann zahlt ihr halt irgendwie 1 Euro aufwärts per Presave. Das würde ich dann nicht empfehlen. Das macht keinen Spaß. Aber wenn ihr es schafft, wenn ihr einen guten Song am Start habt, der wirklich oder eine EP, wo dieser Song drin ist und ihr wirklich da schon hohe Nachfrage organisch vorab habt und, sage ich mal, ein Budget von irgendwie ab 500 Euro für so eine Geschichte zur Verfügung habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall ausprobieren.